Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema nächste Station für Gold, $2.200 bis Mitte 2023. Disclaimer. Nächste Station für Gold, $2.200 bis Mitte 2023. Sobald Gold das Allzeithoch von 2020 und 2023 durchbrochen hat, wird es schnell in Richtung $2.200 steigen. Ich rechne mit einem Anstieg in diesen Bereich bis Juni, Juli 2023, bevor es dann in eine Seitwärtsbewegung den nächsten Anstieg vorbereitet. Goldaktien beginnen jetzt schon stark zu steigen, aber das Interesse dafür ist bei den Anlegern noch nicht angekommen. Erst bei höheren Preisen reagieren sie. Darum ist es jetzt so wichtig, noch günstig einzusteigen, bevor die Preise sich verfünffacht haben. Ja, Peter Schiff, das hätte ich eigentlich noch mit einpflegen können, hat ein Statement gemacht, die ersten Verfünffachung der Goldaktien wird es überhaupt keine Notiz an der Breite der Anleger geben. Das ist dann schon gelaufen, bevor sie dann langsam aufmerksam auf das Potenzial von Goldaktien werden. Das werde ich beim nächsten Mal dann mit einpflegen. Ähm, ja, hier nochmal das generelle Goldchart. Sie sehen, jetzt wird zum dritten Mal das Allzeithoch getestet. Vermutlich wird jetzt im April das neue Allzeithoch bei Gold erreicht, Schlagzeilen machen. Das setzt dann eine weitere Rallye bis $2.200, denn bis Juni, Juli vermutlich ist die Folge davon. Und dann wird man sehen, ob es dann seitwärts geht oder möglicherweise sich noch eine größere Dynamik aufbaut und auch gleich Richtung 2400 durchsteigen kann. Aber bleiben wir eigentlich dabei. Wir bleiben erstmal hier bei 2200. Bis jetzt ging es auch nicht so super schnell. Jetzt ist eben noch der Kampf um die 2000. Das muss jetzt dauerhaft etabliert werden, kann auch natürlich jederzeit gedrückt werden. Und man kann dann sagen, wenn $2.200 erreicht ist, dann wird es niemals wieder unter 2000 steigen in diesem System. Ja, also wirklich sehr interessantes Setup und sobald klar wird, dass es eigentlich nicht mehr runtergeht, dann dürften gerade Gold- und Penny Stocks Aktien dürfte unglaublich viel Investorenkapital reingehen. Ja, hier nochmal ein angehender Silberproduzent, USA und Mexiko, moderates bis hohes Risiko, der eben auch augenblicklich stark ausgebrochen ist, sich im Prinzip seit Anfang März verdoppelt hat. Ja, das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ein führendes Silberexploration- und Erschließungsunternehmen zu werden, indem es ein starkes Portfolio an silberhaltigen Projekten für zukünftiges Wachstum aufbaut. Das Vorzeigeprojekt ist die ehemals produzierende Silbermine Mine Candelaria im bergbaufreundlichen Gebiet Nevada, USA. Zusätzlich zu Candelaria hält das Unternehmen eine hundertprozentige Beteiligung an drei Silberprojekten in Mexiko. Die Candelaria-Mine war eine der hochwertigsten Silberproduzenten in Nevada mit einem Durchschnittswert von über 1250 Gramm pro Tonne Silber aus dem historischen Bergbau. Die historisch gemessenen und angezeigten Ressourcen der Lagerstätte Mount Diablo belaufen sich auf geschätzte 44 Millionen Unzen mit durchschnittlich 111 Gramm pro Tonne. Historisch abgeleitete Ressourcen bei Mont Diablo und der Lagerstätte Nordland Bell belaufen sich auf insgesamt 32 Millionen Unzen Silber. Ja, also insgesamt hat das Unternehmen 46 Millionen Measured and Indicated Unzen Silber und 36 Millionen in Fairent Silber, also ungefähr 80 Millionen. Das ist zwar noch ein Potenzialfaktor berechnen vor einiger Zeit, aber so ungefähr sollte das hinkommen. Also wenn jetzt Silber vielleicht $50 erreicht haben könnte, könnte sich der Anstieg weiter fortsetzen. Und vielleicht steigt das hier, damals hatte ich berechnet hier von 29 Cent auf 46. Äh, würde bedeuten, bei einer großen Dynamik ist es dann möglicherweise schnell bei $1. Und wenn eine richtige Silbermania einsetzt, kann das dann über 3, vielleicht auch über 5, vielleicht am Ende irgendein Wert zwischen 5 und 10 annehmen. Also ein interessantes Investment.
Risikostufe ist moderat bis hoch, ist natürlich schon etwas fortgeschritten, aber trotzdem ist noch, es gehört eben, sagen wir mal so, zu den sicheren und besseren Werten, ist meines Erachtens ein gutes Basisinvestment. Hier noch eine aktuelle Meldung des Unternehmens, das vielleicht irgendwann auch mal reinspielen kann. Das Unternehmen erhält die Genehmigung, also das ist, glaube ich, von Mitte März, die Unternehmung erhält Genehmigung für Bohrung auf sein hochgradigen Silberprojekt Phoenix in Arizona. Kleinere Proben, die ebenfalls reichlich sichtbares natives Silber enthalten, ergaben ein Silbergehalt von bis zu 459.000 Gramm pro Tonne, sage und schreibe 14.688 Unzen pro Tonne oder anders ausgedrückt 459 Kilogramm Silber pro Tonne. Also fast die Hälfte des Brockens war aus Silber. Das ist ein absoluter Extremwert. Das wird auch nur eine ganz gewisse Stelle gewesen sein. Das wird man sicherlich nicht breit abbauen können. Das ist gar keine Frage. Aber wenn dann solche Werte noch mal kommen, wir haben eine fortgeschrittene Silbermanie. Das sind, sage ich mal so, Argumente, die Investoren verrückt machen könnte. Und verrückte Investoren führen immer zu hohen Preisen, wie wir in der Vergangenheit immer gesehen haben. Also hat diese Aktie absolut, ist ein gutes Basisinvestment, ist ein angehender Produzent, sich im Rechtsgebiet und eben das Potenzial, mit diesem Superlativ viel Investorenkapital rauszukitzeln. Also Investoren, wenn dann der Gold- und Silbermarkt weiterläuft. Also sicherlich mal ein interessantes Unternehmen, sollte man sich vielleicht bei Gelegenheit mal anschauen. Ja, hier nochmal einige historische Betrachtungen, wann das letzte Mal sehr großes Geld mit Gold- und Silberminen gemacht werden. Das ist auch schon ein bisschen her, 1960. Das war der Zeitpunkt, wo das Silber aus den Umlaufmünzen genommen worden ist. Das war 1968. Beziehungsweise 1968 gab es in der Schweiz, Sie sehen vom Frankenstück auf der rechten Seite, das ist Nickel und links ist von 1953. Das hatte ich mir mal auf einer Münzmesse gekauft. Es ist ganz, ganz anders als das aktuelle 5-Franken-Stück, ist eben mit 12, zu circa 12,5 Gramm ähm, pro Tonne Silber ein deutlicher Unterschied und das wurde 1968 rausgenommen. Okay, die Leute haben das nicht weiter Aufmerksamkeit geschenkt, aber was investorentechnisch gesagt sein, das ist äußerst interessant. Sie sehen unten das Silberchart der 60er Jahre, also von 1963 bis 1967 hat man versucht, eben Gold stabil zu halten bei 1,30 $. Dann kam es schon damals zu mehreren Silberabflüssen ins Ausland und mit einmal hat man sich entschlossen, den Silberpreis dann nicht mehr stabil zu halten. Man hat ihn freigegeben und der ist dann innerhalb, ja, man kann sagen, innerhalb von einem halben Jahr dann von 1,30 auf 2,70 gestiegen und das hat eine enormste Silberaktienmanie freigesetzt. Da gibt es die Aussage, dass viele Silber-Pennygold-Aktien keine schlechter als um das 160-fache gestiegen ist, einige sogar um das 1000-fache. Also da hätte man schon ganz großes Geld mit Silberaktien machen können und man muss sich dann vorstellen, Gold hat man trotzdem noch festgehalten bei 35 $. Also wäre es ratsam gewesen zu dem Zeitpunkt, gut, man kann das alles natürlich nicht vorhersehen, diese ist ja eine historische Betrachtung, diese Silberaktiengewinne hätte man damals in das noch subventionierte Gold stecken können, beispielsweise. Weil Gold, das sehen Sie auf der nächsten Seite, machte dann die nächste große Story. Sie wissen ja, 1971 wurde ja von Nixon auch weil das Gold ins Außen abgeflossen ist, der Goldpreis freigegeben und dann stieg Gold von 1971 35 $ auf 850 und das führte wiederum zu einer extremen Goldaktienmania. Hier sehen Sie einige Beispiele. Hier ging es rauf von 15 an 20 Cent, teilweise 10, 20, 30, 40 $. Teilweise konnte man aus 1.000 $, wie Sie hier im Beispiel sehen, 380.000 $ machen. Unglaublich. Und deswegen sind wir halt im Goldaktiensektor, weil wir glauben, dass sich eine ähnliche Situation wiederholen könnte, weil eben Goldaktien unheimlich unterbewertet sind. Wie Sie, ja.
Ja, vielleicht hier nochmal ein Ausblick, welche Ereignisse vor uns liegen. Also wir glauben eben, wie wir es gerade jetzt am Anfang des Videos mal bestätigt haben, dass Mitte des Jahres hier 2200 $ Silber kriegen. Vielleicht geht es höher, ab 2004, Jahresende, Jahresanfang, vielleicht 50 $. Wird man sehen, das kann man kaum sagen. Wenn da erstmal Energie reinkommt, kann es auch schnell durchschießen. Dann kriegen wir eben eine Gold- und Silberaktienmanie, die wollen wir ausnutzen. Und das macht man meines Erachtens am besten mit solchen Penny Stocks, die Sie auf der linken Seite sehen. Das gab es auch schon hier 2020 zum Corona-Tief, hätte man die Aktie für 2 Cent bekommen können. Und ein halbes Jahr später war die auf 36 Cent. Und die weist eigentlich genau dasselbe Muster aus. Man konnte die September letzten Jahres auch noch für 2 Cent kriegen. Jetzt muss man 9 Cent hinblättern. Und wenn Gold und Silber dementsprechend stärker steigen und die Liquidität kommt zurück in diesen Sektor, wie schnell kann die Aktie dann das alte Hoch erreicht haben, bis in so $1 gehen. Und darum geht's. Gold und Silber steigen eigentlich gar nicht so viel. Und die Goldaktien für 10, für 20, für 30, für 50-fachen sich. Das meinen wir mit Ereignis 1. Es ändert sich eigentlich nichts, außer dass eben Silber vielleicht in der Spitze bis auf 50 $ steigt, wie hier rechts zu sehen ist. Ganz ähnlich wie 2011, das ist das langfristige Silberchart. Und das war auch mehr oder weniger im halben bis einem Jahr hat das stattgefunden, dieses Ereignis. Und im Grunde genommen glauben wir, dass dieses Ereignis sich wiederholt. Und das ist der Treibstoff, dass diese Penny-Gold-Aktien, Penny-Silber-Aktien in den Dollarbereich und mehr gehen können. Und dann müssen Sie sich eben vorstellen, ja, man kann schon ein paar 10 oder ein paar hunderttausend, vielleicht sogar 1 Million Penny-Gold-Aktien besitzen, auch für Otto-Normalverbraucher. Und in diesem einmaligen Event kann es eben dazu führen, dass im Schnitt diese Aktien auf 1 $ plus steigen. Also eine einmalige Chance, wie meiner Meinung nach nur vergleichbar mit diesen anderen beiden Ereignissen, die ich Ihnen auf den Seiten vorher aufgezeigt habe. Ja, das Ganze ist noch extrem unterbewertet. Warum Goldaktien? Wegen dieser Unterbewertung. Hier sind mehrere Argumente. Auf der rechten Seite sehen Sie Verhältnis allgemein Goldaktien Gold. Und da sehen Sie, dass seit 1996 die Goldaktien im Bärenmarkt befinden und eigentlich jetzt erst den Boden gefunden hat. Unglaublich wenig verständliche Unterbewertung. Und man erwartet jetzt mit weiter steigenden Gold- und Silberpreis at irgendeinem Punkt sich diese Unterbewertung eruptionsartig auslöst und dieser ganze Bärenmarkt eigentlich der letzte seit 1996 im Prinzip beendet wird mit einer gigantischen Goldaktien-Rallye. Und wenn Sie das mit dem roten hier vergleichen, das war hier 2011, wo auch Silber auch im halben Jahr oder einem Jahr von 17 $ auf 50 $ gestiegen ist, war das so eine ganz, ganz kleine Bewegung. Wir sind viel, viel tiefer jetzt im Verhältnis Goldaktien Gold. Das heißt, wenn das in Fahrt kommen sollte, ist das vielleicht 3, 4 Mal stärker als 2011. Deswegen ist die Chance meines Erachtens so groß. Und auf der linken Seite sehen Sie nochmal, dass es nochmal auch ein Bewertungsgap gibt, eine Lücke gibt zwischen Junior-Goldaktien und Senior-Goldaktien. Und Sie sehen auch, was passiert. 2002 war auch einer der größten Chancen, ist kaum bewusst. Da wurde mit einmal ganz, ganz schnell, auch im halben Jahr, dieses Gap geschlossen. Und und das heißt, da gehen dann eben die Penny-Gold-Aktien mit etwas Glück in den 1 $ Bereich oder mehr. Und da können Senior-Gold-Aktien kaum mithalten. Das ist das Interessante. Also das erwarten wir auch, dass diese Penny-Gold-Aktien, also die Junior-Aktien, extremst unterbewertet sind zu normalen Aktien. Die normalen Goldaktien sind schon extremst unterbewertet und dass sich das sozusagen eine doppelt und dreifache und vierfache Unterbewertung hier eruptionsartig abbauen. Und deswegen sind wir im Goldaktiensektor. Ja, Ereignis 2, 3 ist es natürlich immer, ich sage, ja, jetzt die Sache des Risikos mit steigenden Goldaktien werden sich auch die produzierenden Länder wie Peru und Mexiko, wahrscheinlich auch USA und Kanada zunehmend für ihre Investment interessieren und möglicherweise, weil auch deren Währung alle angegriffen sind, sich das nicht ewig zugucken. Es ist Verstaatlichung mit Eingriffen, sonst was zu rechnen. Nun sind sie überproportional niedrig, die Gold- und Silberaktien.
noch freuen sie sich über die vermehrten Arbeitsplätze und Steueraufkommen, bis sie dann erkennen, dass ihre Assets abfließen. Also das würde bei mir dann zu der Schlussfolgerung führen, dass man Gold- und Silberaktien relativ früh verkaufen und nicht alles ausreizen muss. Es ist ein durchaus gefährliches Investment und in der Frühphase meiner Meinung nach auch ein relativ sicheres Investment. Es ist auf keinen Fall ein Langfristinvestment. Hier wird nur eine extremste Unterbewertung eruptionsartig abgebaut und dann war es das auch schon mit den Gold- und Silberaktien. Ja, generell kann es auch überall politische Eingriffe geben. Wir könnten weitere Bankenpleiten geben und. Ich denke mal, jetzt mit diesen ganzen Rettungen und so haben wir uns und vermutlich mindestens 6 bis 9 Monate Stabilität im Bankensektor gekauft. Und das ist möglicherweise auch das Zeitfenster, wo wir diese Goldaktiengewinne verkaufen können, zum Beispiel für mehr Gold und Silber. Ähm, und so könnte man möglicherweise dem systemischen Risiko und anderen Schwierigkeiten dadurch entgegenwirken. Ja, im Grunde genommen ist es meiner Meinung nach wichtig, dass man sich bewusst macht, was das verschiedene Ereignisse vor uns liegen, die sich überlagern, überlappen, aber im Wesentlichen auch hintereinander liegen. Also jetzt nehme ich halt an, dass diese extreme Goldaktienunterbewertung im nächsten halben Jahr abgebaut wird, obwohl sich Gold und Silber gar nicht so bewegt. Dann hat man das Gold und Silber, dann geht die Krise aber weiter, wird vielleicht systemisch schwieriger, und es kann eben doch zur Verstaatlichung von Mühlen am Ende führen. Da macht eben Gold und Silber irgendwann sein extremst hoch. Experten haben das berechnet für Gold $8.000 Kaufkap ab irgendeinem Punkt. Und das ist dann der Punkt, wo man noch reinvestieren muss. Zum Beispiel 1980 konnte man für 500 Unzen Silber ein Haus kaufen. Geht vielleicht dieses Mal noch tiefer rum, weil wenn wir ein systemisches Risiko haben, dann dürften die Bewertungen noch tiefer werden. Auch nicht viele normale Standardaktien dürften überleben, weil das derartig chaotische Verhältnisse sind. Aber einige werden überleben, die muss man beobachten, rausfiltern, vielleicht auch Zukunftstechnologie kaufen oder Top-Fonds, dass man dann am Höhepunkt der Gold- und Silberbewertung dann dafür das erwirbt sozusagen. Ja, das meinen wir mit der Multiplikation und einfach mal schematisch mal gedacht, wenn man jetzt 200 € 200 $ investiert, ver25-facht sein Geld mit den Goldaktien, vervierfacht es mit physischem Gold und Silber und ab irgendeinem Punkt, ökonomischen Nullpunkt könnte man das nennen, investiert man eben in Top-Aktien, Top-Fonds, gut diversifiziert, aber äußerst billig in dem Fall und dann werden die Währungssysteme sich stabilisieren, erholen. Und wie zwischen 1980 und Jahr 2000 haben wir dann vermutlich einen relativ langen Aufwärtstrend und wichtig eben inflationsfreies Wachstum. Ich meine, jetzt wird Geld gedruckt, jetzt kriegen wir vielleicht auch steigende nominale Börsenkurse, aber sie sind keinesfalls inflationsberechnet steigen die Kurse nicht. Sie müssen ja sehen, dass zum Beispiel im Jahr 2000 mussten sie für einen Dow äh, mussten sie 44 Unzen Gold hinlegen. Augenblick müssen sie 14 Unzen hinlegen und man erwartet in der Krise, dass sie vielleicht einen Dow für eine Unze kriegen. Also Standardaktien sind überhaupt kein Investment der Stunde, sondern eben Gold und Silber und die Maximierung von Gold und Silber mit Goldaktien. So könnte man das nennen. Dann gibt es irgendeinen Höhepunkt und dann ist sicherlich ab irgendeinem Punkt, wenn Gold und Silber absolut hochgestiegen ist, der Zeitpunkt wieder für Standardaktien gekommen. Ja, denke mal, das ist durchaus mal ein Gedanke wert. Und es hilft einem dabei, gerade hinsichtlich der Rentendiskussion, der Staatsverschuldung, einfach mal Alternativstrategien entwickeln, wie man seine Kaufkraft in diesen angesichts dieser Ereignisse zum einen retten kann und vielleicht zum anderen drastisch maximieren kann. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu rechnen. Wie Sie gesehen haben, auch einen Potenzialfaktor zu berechnen. Eine Exit-Strategie, was kauft man, wenn dieser Gold- und Silberboom vorbei ist, auch dabei. Haben wir zusammengestellt. Es gibt ansonsten auch einen versteckten Link.
und weitere Subscriber werden natürlich auch dann über die Firmennamen, die es hier in den Videos behandelt werden, dann auch informiert. Ähm, ja, also den Report, das finden Sie alles, falls Sie den kaufen wollen, finden Sie den unten in der im YouTube-Text in der Beschreibung. Da finden Sie einen Link. Ja, Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwert. Das Unternehmen hat sich auf Gold und Silber Käufe im Zollfreilager in der Schweiz fokussiert, ist immer an Gold und Silber gekommen und sie sind sehr günstig und also ist vielleicht irgendwann die Alternative, wenn man über den Edelmetallhändler nicht mehr genügend physische Ware kriegt oder nur mit Schwierigkeiten. Die hat noch nie ihre Probleme und ist auch sehr einfach zu bedienen, das Ganze. Genauso leicht ist übrigens der Verkauf und man kann sich es auch ausliefern lassen. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Vielleicht auch ein Like geben. Ähm, dann schlägt YouTube dieses Video auch an diesem Thema anderen Interessierten, schlägt es dann vor, sozusagen. Es unterstützt den Algorithmus. Also nochmal besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.